In meiner Masterarbeit habe ich mich mit einem Protein beschäftigt, das eine Rolle in einer Autoimmunkrankheit spielt. Das Protein wird in einem diagnostischen Test verwendet, wo es an Antikörper binden kann und damit die Diagnose dieser Autoimmunkrankheit ermöglicht. Zur Zeit, wo der diagnostische Test entwickelt wurde, sind Proteine durch Extraktion von menschlichem Gewebe gewonnen worden. Heutzutage gibt es nachhaltige Methoden zur Gewinnung von Proteinen, wie zum Beispiel die rekombinante Proteinexpression, die in der Biotechnologie verwendet wird. In dieser Methode werden Proteine von Säugetierzellen, Bakterien oder anderen Zellen hergestellt. Das Ziel meiner Masterarbeit war, das Protein durch rekombinante Proteinexpression zu herstellen und somit den diagnostischen Test zu optimieren. Um das Ziel zu erreichen, habe ich die genetische Vorlage des Proteins in Säugetierzellen eingebracht, sodass die Zellen alle Informationen hatten, um das Protein zu produzieren. Im nächsten Schritt habe ich den Kulturüberstand genommen und daraus Protein mit dieser Maschine aufgereinigt. Im letzten Schritt habe ich das Protein noch analysiert und im Rahmen des diagnostischen Tests untersucht. Ich habe ein erfolgreiches Protein hergestellt und aufgereinigt. Jedoch sind Zuckerstrukturen, die als Protein gebunden sind, teilweise nicht korrekt ausgebildet gewesen. Genau diese Zuckerstrukturen sind aber wichtig für das Funktionieren des diagnostischen Tests. Deswegen habe ich eine Methode entwickelt, mit der im Labor hergestellte Proteine auf ihre Eignung in diagnostischen Tests hin untersucht werden können. Katja im Labor zu haben, war eine echte Bereicherung für uns. Mit der von Katja entwickelten Methode können wir schnell und einfach testen, ob die von uns im Labor hergestellten Proteine für die diagnostischen Tests geeignet sind. Ich habe mich entschieden, meine Masterarbeit in einer Firma zu machen, da ich Projekte gerne habe, die angewandt sind, aber auch zum Industrieerfahrung sammeln, um später einfacher zu haben, einen Job zu finden. Ich bin zur Firma Bühlmann Laboratories AG gekommen, da ich die Studienkoordination Nano geschrieben habe und sie den Kontakt hatten über eine industrieangewandte Vorlesung. In meinem Fall war das eine sehr gute Wahl. Ich bin sowohl von Bühlmann Laboratories AG sehr gut betreut worden, wie auch von meinem Professor an der Universität Basel, der Professor Daniel Ricklin. Was ich vor allem mitgenommen habe von meiner Masterarbeit, ist, dass ein großer Teil der Forschung darin besteht, herauszufinden, wie etwas nicht funktioniert und dass die Informationen genauso wichtig sein können wie Informationen darüber, wie etwas funktioniert. Auch wenn ein Projekt nicht erfolgreich ist, kann man dennoch etwas Wichtiges erreichen.